Hallo, ich bin hier in der Karibik auf der Insel Bonaire. Dies ist unsere Videoreihe zur Unterwasserfotografie und heute wird es um das Thema Blitze gehen. Es ist ja schon angeklungen, wir brauchen Unterwasserlicht. Selbstverständlich arbeiten wir auch mit dem natürlichen Umgebungslicht. Das reicht aber sehr häufig nicht aus. Deshalb solltest du zusammen mit deinem Unterwassergehäuse auch immer einen Unterwasserblitz kaufen. Mindestens einen. Für viele Einsatzbereiche brauchst du sogar 2 oder mehr. Sehr häufig positionieren wir unsere Blitze nicht direkt am Gehäuse. Das hat etwas mit den schon mehrfach erwähnten Schwebestoffen zu tun und mit kreativer Lichtgestaltung. Deshalb gehört zur Standardausrüstung eines Unterwasserfotografen auch Blitzkabel und Blitzarme. Die sind meistens zwischen 10 und 40 cm lang und werden mit Hilfe von Klemmen beweglich am Gehäuse befestigt. Licht hat in der Fotografie ja bekanntlich eine zentrale Bedeutung. Deshalb lohnt es sich, einen richtig guten Blitz zu benutzen. Aber was ist das? Ein richtig guter Unterwasserblitz? Ich habe für mich folgende Antworten gefunden. Zum einen muss die Lichtstärke zu meinem Einsatzzweck passen. Wenn ich großen pelagischen Fisch im Blauwasser aufnehmen möchte, brauche ich ordentlich Power. Für Makroaufnahmen komme ich schon mit deutlich weniger aus. Trotzdem solltest du dich davor hüten, Blitze rein nach der werkseitig angegebenen Lichtleistung zu kaufen. Diese wird häufig mit der sogenannten Leitzahl angegeben. Das ist die Lichtenergie, die ausgesandt wird, um ein Objekt in einer bestimmten Entfernung noch richtig zu belichten. Und das Ganze gemessen und berechnet, wie könnte es anders sein, an der Luft. Die geradlinige, direktionale Abstrahlung des Blitzlichtes ist auch bei weitem nicht das Einzige, was uns interessiert. Genauso wichtig ist eine Verbreitung im Raum. Also die Frage, wie breit der Blickwinkel, besser gesagt der Abstrahlwinkel ist. 70 oder 110 Grad? Das macht in der Weitwinkelfotografie einen riesigen Unterschied aus. Und wie gleichmäßig ist die Lichtverteilung dieses Lichtkegels? Denn wir wollen eine möglichst gleichmäßige und harmonische Verteilung des Lichts in unserem Bildausschnitt. Gute Fotografie braucht nicht nur die richtige Menge Licht, sie benötigt auch Licht in richtiger Qualität. Schließlich noch die Frage nach der Farbtemperatur. Ist das Blitzlicht eher warm oder eher kalt? Und wenn du 2 Blitze benutzt, ist die Farbtemperatur beider Geräte gleich? Ich schaue bei den Blitzen nicht nur auf Blitzleistung und Qualität. Auch auf die Elektronik kommt es an. Wie wird der Blitz gesteuert? Zunächst einmal kommt nicht jede Kamera mit jedem Blitz zurecht. Das kennst du wahrscheinlich schon von Überwasser. Unter Wasser wird zwischen Blitz und Kamera auch noch ein Gehäuse geschaltet. Und dies hat je nach Hersteller auch noch elektronische Steuerelemente verbaut. Zumindest gibt es Blitzschuhabnehmer und Stecker, die teilweise nach unterschiedlichen Standards gefertigt werden. Das alles nimmt Einfluss auf die Steuerbarkeit des Blitzes. So ist das sogenannte TTL-Blitzen nicht bei allen Gehäuse-Blitz-Kombinationen möglich. Also die Fähigkeit des Blitzes, durch Eigenmessung die korrekte Blitzleistung selbstständig einzustellen. Du wirst es sicher schon erraten. Diese Form der Blitzautomatik wurde natürlich für die Fotografie an Land entwickelt. Für manche Aufnahmesituationen im Wasser funktioniert sie, für andere wieder nicht. Nun muss die Auslösung des Blitzes gar nicht elektronisch erfolgen, falls du dich erinnerst. Es gibt auch die Übertragung per Glasfaserkabel vom integrierten zum externen Blitz. Dabei wird einzig der Impuls zum Auslösen des Blitzes übermittelt. Mehr nicht, keine Informationen zur Leistung. Die optisch ausgelösten Geräte kann ich fast ausnahmslos auch als sogenannte Sklavenblitze einsetzen. Dabei positioniere ich sie unabhängig von meiner Kameraposition unter Wasser und sie werden durch das Licht eines anderen Blitzes ausgelöst. Auch manche elektronisch ausgelösten Blitze verfügen über einen solchen Sklavenmodus und entsprechenden Lichtsensor. Das macht sie dann für die Höhen- und Wrackfotografie besonders interessant. Kommen wir noch zur Stromversorgung des Blitzes.
Trotz aller wunderbaren neuen Leuchtmittel benötigt er immer noch erheblich Strom. Deshalb wird er mit eigenen Batterien betrieben. Dabei kann es sich um spezielle Akkupacks handeln. Deutlich lieber sind mir aber Modelle, die mit handelsüblichen Standardakkus betrieben werden. Sollte mal ein Akku kaputt gehen, lässt es sich weltweit leicht ersetzen. Brauchst du Spezialanfertigung, ist dein fotografisches Abenteuer auf einer einsamen Insel eventuell schneller beendet, als dir lieb ist. Natürlich gibt es auch erhebliche Unterschiede darin, wie oft du deinen Blitz auf voller Last auslösen kannst, bevor die Akkus leer sind. Und auch darin, wie lange es braucht, bis die Batterien wieder voll geladen sind. Gut sind natürlich Blitze, die nicht nur lange halten, sondern auch den Ladestand der Akkus von außen anzeigen. Aus meiner Praxis weiß ich aber auch, wie wichtig die Wiederherstellung der Blitzbereitschaft nach einer Auslösung ist. Oder anders gesagt, wie lange braucht der Blitz, um wieder blitzen zu können, nachdem er geblitzt hat. Gerade bei actionreichen Jagdszenen unter Wasser können 2 oder 3 Sekunden Verzögerung eine halbe Ewigkeit ausmachen. Wie an anderer Stelle auch, macht sich der Reisen-unter-Wasser-Fotograf auch über Größe und Gewicht Gedanken. Nicht umsonst sprechen wir bei Blitzen auch von Lichtkanonen. Aber auch bei unserer Arbeit im Wasser haben wir gerne kleine und handliche Blitze. Gerade im Makrobereich können große Blitzungetüme dazu führen, dass wir nicht in die Ecken und Winkel kommen, in denen wir gerne mit unserem Setup sein würden. Dabei auch noch wichtig, Blitze sollten keinen Abtrieb haben. Sie machen das Kamerasystem kopflastig und die Arbeit unnötig schwer. Im Falle eines Falles musst du den Abtrieb mit Auftriebskörpern ausgleichen.